Moin ihr Lieben, schaut mal, ich habe diese wunderschöne holographische Folie entdeckt und mir zugelegt und ich habe gedacht, ja, das ruft förmlich für mich nach einer Tasche und ja, vielleicht habt ihr Lust, auch so eine zu nähen. Es muss ja auch gar nicht aus dem holographischen Material sein. Das könnte man jetzt auch aus anderen Materialien anfertigen, aber so erstmal meine Grundidee. Das ist dieser Packen, den ich bekommen habe. Da sind so richtig viele coole Farben dabei. Und ein so ein Blatt ist genau A4. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich das jetzt einmal in der Mitte klappe, dann ist das eigentlich eine perfekte Größe für eine Tasche. Entweder so ein kleines Schminktäschchen oder als Etui. Und ja, wir brauchen dann also einmal so eine A4-Folie, Schrägband, einen Reißverschluss und den passenden Schieber dazu. Und den Reißverschluss schneiden wir uns einmal so lang zu, wie die kurze Seite breit ist. Und das machen wir mit dem Schrägband auch. Das ist jetzt nämlich der erste Schritt. Wir wollen jetzt quasi oben und unten die offenen Kanten einmal mit Schrägband einfassen. Es würde zwar nicht ausfransen, das Material ist schon klar, aber das sieht einfach total schön aus und ist optisch nochmal so ein Highlight. Und hier machen wir jetzt auch so ein bisschen Trick 17 und ich bringe das überhaupt nicht so an, wie man Schrägband normalerweise anbringen würde, sondern ich klappe mir das einfach einmal so drüber, weil das Material ist so steif, da kriegt man eigentlich das ganz gut hin, das so in einem Abwasch zu nähen. Normalerweise würde man die ganze Geschichte ja aufhalten und in 2 Schritten annähen, kann man auch machen, aber ja, ihr wisst ja, ich gehe ganz gerne den Weg des geringeren Widerstands und das hier scheint mir doch einer zu sein. Das wird einmal für die eine Seite und einmal für die andere Seite gemacht und das stecke ich mir richtig schön mit Klemmerchen fest, damit mir das nicht verrutschen kann. Ja, jetzt geht es auch schon unter die Maschine. Da habe ich jetzt ein ganz normales Universalfüßchen drin und auch eine Universalnadel. Das Material an sich würde nicht so gut transportieren, aber dadurch, dass ich mich ja hier nur auf dem Schrägband bewege, hat das jetzt bei meiner Maschine tatsächlich überhaupt gar kein Problem dargestellt. Das flutscht da ganz normal durch. Genau, und beim Nähen die Nadel nach links, so richtig schön nach links an dem Schrägband vorbei und einfach drauf aufpassen und immer wieder zwischendurch kontrollieren, dass es schön gerade drunter liegt. So, und jetzt kommt auch schon der Reißverschluss rein und dafür habe ich mir den Reißverschluss einmal getrennt. Das ist einer dieser Fälle, wo es mega, mega gut ist, einen Endlosreißverschluss zu benutzen, weil da kann man ja die beiden Seiten voneinander trennen und erstmal getrennt einnähen und später erst fädeln wir den Schieber auf und verbinden die. Dann können wir nämlich unten die Tasche gleich so überklappen und müssen nicht 2 Teile nähen. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, und jetzt habe ich mir den Reißverschluss gerade so richtig schön nah mit den Zähnchen ans Schrägband gelegt und der Rest verschwindet quasi unter dem Schrägband. Und jetzt habe ich mir das Reißverschlussfüßchen angebracht und der Plan ist, genau auf der ersten Naht zu nähen. Das funktioniert auch ganz gut, weil das mit den Abständen einfach perfekt passt. Und den Reißverschluss halte ich mir immer so fest und schiebe mir den so richtig nah an die Kante vom Schrägband dran. Immer schön langsam, peu à peu, Stück für Stück. Das sieht einfach gut aus, wenn das hier gelingt, dass das gerade wird und nicht irgendwie so urselig. Dann ist nämlich auch der Reißverschluss später ein bisschen schwergängiger in der Benutzung. Also ruhig, wirklich peu à peu, ganz langsam unterdurch. Ihr seht, bei mir dauert das auch eine Weile. Ja, und das ist jetzt nochmal die andere Seite aus einer näheren Perspektive, einfach damit nochmal klar wird, wie das Ganze werden soll. Ihr müsst auch keine Angst haben, die Raupe zu nah an das Schrägband zu machen. Wir nähen ja ganz links und dadurch wird das gleich beim Umklappen genug Spiel haben für den Schieber. So sieht das jetzt aus. Jetzt sind schon mal die Reißverschlussteile dran und die oberen Kanten auch versäubert. Und jetzt lege ich mir die Tasche einmal so ganz, ganz genau aufeinander. Da muss man schön drauf achten, dass sowohl oben als auch unten und am Reißverschluss das wirklich alles bündig ist. Das rächt sich, wenn man hier ein bisschen schludrig ist, dann funktioniert das mit dem Reißverschluss später auch nicht so toll. Dann sieht das irgendwie krumm und schief aus. Also hier einfach auch wieder ganz genau arbeiten und einfach die Zeit nehmen, die es dauert. Das Material ist ja auch so ein bisschen widerspenstig und steif, also es lohnt sich, wenn man hier einfach mit ein bisschen Ruhe dran geht. Und als nächstes bringen wir uns jetzt den Schieber an. Dafür nehme ich mir die eine Seite
und gleiche die Reißverschlüsse erstmal aufeinander an. Macht das auf der anderen Seite auch schon mal, wobei es auch reicht, ihr macht es auf einer. Wir ziehen es ja nur an einer Seite auf. Und ja, ich habe jetzt hier so ein kleines Helferlein. Das funktioniert natürlich auch ohne. Macht es mir aber einfach leichter. So, und jetzt kommen diese kleinen Klammern wieder ab. Die hatten wir jetzt ja quasi nur dran, um rauszufinden, wie der Reißverschluss genau perfekt aufeinander liegt, weil die Anfänge müssen jetzt genau gleich abgeschnitten sein, damit man hier links und rechts in den Schieber das perfekt gleich einfädeln kann. So, und jetzt geht das einmal durch und zwar auch komplett durch. Also ihr zieht jetzt einmal komplett den Schieber durch den Reißverschluss, dass alles einmal geschlossen ist. Schieber hinten wieder raus. Den machen wir jetzt nochmal da rein und dann ziehen wir das Ganze nochmal auf. Weil ihr habt ja gesehen, sonst wäre gleich so ein Teil da hinten geöffnet. Das ist total hinderlich fürs Weiternähen. Also es ist einfach wichtig, dass der beim Nähen komplett geschlossen ist. Sonst schafft man das nicht so schön, dass das parallel kommt. Ja, das ist jetzt ein bisschen fummeliger, dadurch, dass das hinten geschlossen ist, aber auch das geht eigentlich ganz gut. Und hier sollte man auch nochmal kontrollieren, manchmal gelingt das überhaupt nicht beim ersten Mal, dass der Schieber da perfekt drauf sitzt. Also das lohnt sich auch, wenn das nicht gelungen ist, nochmal raus. Ich weiß, nervt manchmal ein bisschen. Und dann einfach nochmal von vorne starten, bis es gut passt. Wenn das vorne ein bisschen unakkurat wird, dann sonst noch mal ein bisschen vom Reißverschluss abschneiden. Deswegen haben wir eine ja extra lang genug gelassen, dass man da zur Not noch mal nachjustieren kann. Manchmal geht der Schieber nicht mehr so gut drauf nach dem zweiten Versuch. Dann hat man Platz, den noch mal abzuschneiden. Ja, und jetzt wird wieder behelfsmäßig die Tasche aufeinander gesteckt. Jetzt wird wieder alles ganz platt gelegt, so wie es später kommen soll. Der Reißverschluss liegt oben. Wie viel Abstand ihr da lasst, mit dieser holographischen Folie, wo oben der Umschlag ist, das könnt ihr selbst entscheiden. Ich habe mich hier für einen ganz kleinen Bereich entschieden. Und das Feststecken mit den Klemmerchen, das mache ich jetzt nur, um zu prüfen, dass das auch wirklich perfekt aufeinander liegt. Weil jetzt werden die Seiten mit Schrägband eingefasst. Nehmen wir uns eine alte Schere. Jetzt kann einmal der überstehende Reißverschluss, den wir gerade noch als Helferchen brauchten, abgeschnitten werden. Unbedingt natürlich mit einer alten Schere, wenn man hier über diese Raupe schneidet, ruiniert man sich die schöne Stoffschere. Und ja, jetzt kommt noch mal so ein komplizierterer Teil, wo man ein bisschen vorsichtig und langsam auch wieder arbeiten muss. Aber auch hier selbe Rede von eben. Es lohnt sich einfach, wenn man da mit Geduld rangeht. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann gelingt das meistens auch ganz gut. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn es nicht perfekt wird, ist das überhaupt nicht schlimm. Man sieht ja nur selber meistens die Fehler, anderen würde das überhaupt nicht auffallen. So, jetzt habt ihr quasi an der einen Seite gesehen, was der Plan ist, den wir erreichen wollen. Und an der zweiten Seite jetzt einmal ganz langsam zum Mitmachen. Ich habe mir jetzt das Schrägband so ein bisschen großzügig zugeschnitten, damit man Rangierfläche hat und schneide mir das jetzt einmal so ab, dass es ein bisschen spitz ist, weil ich will das so einklappen, wie ihr das jetzt im Video seht. Und wenn man diese Spitze nicht herstellt, dann gucken immer an den Seiten irgendwelche Überstände raus. Das finde ich nervig, deswegen ist das hier so ein kleiner Trick, wie das gelingen kann. Und jetzt legt ihr das unten an die Kante oder oben, ist ja wurscht, wo ihr startet, und einmal feststecken. Ich habe das ganz gerne, dass ich das Schrägband so einen Hauch über die Tasche stehen lasse, damit auch wirklich alles von dem Material in dem Band verschwindet. Aber das könnt ihr auch selber entscheiden. Und jetzt messe ich mir so grob ab, wo das Schrägband enden soll später. Und da nochmal dasselbe, auch so eine Spitze herstellen und dann richtig schön anlegen, genau fühlen, wo soll gleich der Einschlag sein, bis dahin dieses Dreieck einschlagen, wiederum einschlagen auf der Längsseite. Da merke ich gerade, das klappt nicht so gut, dann so ein bisschen was dazwischen halten und auch das wieder um diese Kante legen. So, und mit einer Klammer schnell feststecken. Und wenn man da präzise gearbeitet hat, dann legt sich der ganze Rest schon fast automatisch da drum. Also Anfang und Ende sind einfach am schwierigsten. Und ja, ihr seht, ich muss auch nachjustieren. Also das dauert einfach einen Moment, aber es lohnt sich. Ja, ich wiederhole mich, ne? Ja, jetzt nochmal unterwegs alles ein bisschen feststecken. Jetzt geht die ganze Geschichte auch schon unters Maschinchen. Also haltet durch, das ist jetzt der letzte Schritt.
dadurch, dass diese Folie so dick ist und da ja dann auch noch, ach, entschuldigt, jetzt muss ich noch mal kurz hier mir selber dazwischen quatschen. Wer ein kleines Label anbringen möchte, dann wäre das jetzt noch ein guter Moment. Das kann man sich da an die Seite unterstecken und einfach in einem Schritt gleich mit annähen. Man hätte auch mittig schön unter, wo jetzt gerade dieser Reißverschlussschieber ist, auch da mittig schön was aufnähen können, denke ich jetzt gerade, wo ich sehe, wäre auch toll gewesen. Aber ja, so, einmal Universalfüßchen dran. Und was ich eben sagen wollte, ist, dass wir jetzt die Herausforderung haben, 2 Lagen von dieser holographischen Folie und dann noch mehrere Lagen von dem Schrägband. Das ist natürlich schwierig, wenn man gleich am Anfang etwas nähen möchte. Deswegen bastel ich mir so eine Hebamme. Die gibt es auch fertig. Theoretisch war auch eine bei meiner Maschine dabei, aber die ist natürlich weg, logisch. Und so geht es aber auch. Einfach so ein bisschen einen Schrägbandrest habe ich mir hier genommen und falte den ungefähr so auf die Höhe, wie der Start von diesem ganzen Materialwust ist, der durch die Maschine jetzt geschoben werden soll. Und ja, dann näht sich das wie von selbst. Ich fange quasi auf dieser Hebamme an zu nähen und verriegle dann aber den Anfang richtig gut. Ne? Ruhig 2-3 Mal hin und her und dann mit viel Liebe links knappkantig am Schrägband dran vorbei. Müsst ihr euch irgendwo dran orientieren, dass die Naht auch gerade wird. Und jetzt einfach alles gut festhalten und mit viel Geduld da unter durch. Und am Ende braucht man das mit der Hebamme nicht. Da klappt das ja automatisch. Auch nochmal richtig schön verriegeln. So, also ich würde sagen, geschafft. Erste Seite geschafft. Die Fäden schön abschneiden. Ich habe ja leider keinen automatischen Fadenabschneider. Würde ich mir auch mal irgendwann wünschen. Aber gut. Geht auch ohne diesen Luxus. So, und jetzt haben wir in einem Schritt vorne und hinten festgenäht. Und jetzt stellen wir noch mal ein bisschen schneller. Und die zweite Seite darf auch noch unter der Maschine durch. Ja, da zum Beispiel guckte mir jetzt ein kleines Stückchen raus und da habe ich mir jetzt ein bisschen geholfen und habe das wieder reingeschoben. Ja, guckt mal. Also ich finde, das ist eine wirklich süße Tasche geworden. Könnte man jetzt auch wirklich aus anderen Materialien schön machen. Aber aus diesem hier ist es einfach mal was Besonderes. Es ist ja auch so semi-transparent. Also man sieht auch so leicht, was drin ist. Finde ich auch immer ganz cool eigentlich. Und jetzt nochmal den Reißverschluss in Form bringen. Der steckte ja gerade noch in der Mitte fest. Einmal auf, einmal zu. Ja, natürlich darf so ein bisschen kleiner Tüdelkram auch nicht fehlen. Ich habe hier so ein Satinband-Rest. Ich habe da einmal so eine Kiste, wo so alle möglichen Reste drin sind und bamsel das jetzt einmal da dran. Ja, und jetzt kann das Täschchen auch schon befüllt werden, mit was auch immer ihr das befüllen wollt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Anleitung und fühlt euch vielleicht inspiriert, auch mal sowas in der Art zu nähen. Ja, und ich freue mich über euer Feedback.